Hi Thorsten, schön dich zu sehen. Marlene. Wie geht's? Ihr kommt gerade von der Probe. Ist die Stimmung gut oder hat's geknatscht? Nein, geknatscht hat das überhaupt nicht. Nein, also es war unsere erste Probe. Ich würde sagen, wie erwartet mit einigen technischen Schwierigkeiten, aber da müssen wir halt jetzt reinfinden. Corona ist hier jetzt ein bisschen, zumindest aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ein bisschen stabiler und von daher war es einfach cool, die erste Probe jetzt nach so vielen Monaten zu machen, wo wir nur im Studio waren, zu Hause üben konnten. Das war halt schon nervig. Von daher alles super. Das ist irgendwie ja ein ganz neuer Schritt, ne? Also ein ganz neues Lebensgefühl nach 1,5 Jahren, das glaube ich auch. Hat sich irgendwas verändert? Hat es neue Mitglieder gegeben? Habt ihr neue ja, Mitglieder, die ihr jetzt kennenlernen konntet, mit denen ihr euch zusammen raufen konntet? Ja, tatsächlich. Also heute bei der Probe waren, also es wären eigentlich zwei neue dabei gewesen. Einer ist aufgrund von Krankheit leider ausgefallen. Genau, und wir mussten halt leider nochmal bestehende Mitglieder ersetzen, aus unterschiedlichsten Gründen. Das heißt, wir haben jetzt nochmal einen neuen Drummer und einen neuen Gitarristen an der Rhythmusgitarre. Genau, und das war halt heute die erste Probe. Leider heute nur mit dem Drummer, sonst wären wir schon komplett gewesen. Aber dann machen wir das in 2 Wochen nochmal mit allen zusammen. Das klingt gut. Da habt ihr ja schon die ideale Vorbereitung getroffen, habt euch warm gesungen und gespielt. Dann kann es ja nur noch so gut weitergehen, wie es jetzt gestartet ist. Thorsten, du bist ja genauso wie Jasmin ausgebildeter klassischer Sänger. Wie bist du zu Neopera gekommen? Wie kam es dazu? Erzähl mal. Das ging tatsächlich auch über eine ehemalige Mitstudentin. Wir haben zusammen studiert und die hatte mir damals gesagt, so du, ich weiß da wen, der sucht gerade einen klassischen Bariton für Metal und das war für mich komplett neu. Also ich habe vorher, ähnlich wie Jasmin, auch nichts anderes gesungen und zumindest kein Metal. Und für mich war Metal auch immer nur Krach und laut und so. Und dann bin ich halt einfach mal zu Jörn gefahren, der hat mich dann eingeladen, also Bandleader, Komponist. Und der hat mir mal seine Musik vorgespielt und die war einfach super schön, hat mich total berührt. Und dann wusste ich, okay, das ist definitiv eine coole Sache. Vor allem eben auch, weil dieser klassische Aspekt weiter mit drin ist. Ja, das scheint wirklich eine gute Kombination zu sein, ne? Der Metal und das Symphonische dazu, das ist eine tolle Kombination. Also euer Lied An Eternal Night hat mir ja auch sehr gut gefallen. Es ist wirklich ein tolles Lied und ich bin gespannt auf das neue Lied. Was ist denn das Besondere an dem neuen Song, der jetzt veröffentlicht wird? Ähm, Ich würde sagen, also bei An Eternal Night sind wir ja erstmal davon ausgegangen, also eigentlich, dass es eine Ballade werden sollte, was letztendlich dann doch nicht so war. Also es ging dann auch wieder voll auf die 12. Bei Verge of War, ich finde, er ist deutlich epischer nochmal geworden. Und wir haben auch mit unseren Stimmen nochmal, also ich glaube, wir zeigen insgesamt mehr. Auch gerade Jasmin, die hat da jetzt nochmal so richtig auch die Möglichkeit, wirklich das zu zeigen, was sie halt besonders gut kann, nämlich die Höhen. Ähm, Sie schwingt sich da, also ich bin ja Bariton, ich bin eine tiefe Stimmlage. Ich mag Baritöne und auch meine Stimmlage. Aber das immer wieder zu sehen, wie Jasmin so als Sopran da wirklich hochdonnert und Gas gibt, ist es immer wieder geil. Gänsehaut. Ja, cool, da freue ich mich drauf. Ich habe das Lied ja auch noch nicht gehört, aber so wie du das beschreibst, da bin ich schon voller Vorfreude und echt gespannt auf das neue Lied. Toll. Jasmin hat mir vorhin erzählt, wie sie sich auf Auftritte und Proben vorbereitet, was ihre Stimme betrifft. Ich habe sie gefragt, ob sie sich einsingt oder ob sie das nicht tut. Und ja, wie handhabst du das? Ich singe mich tatsächlich jedes Mal ein. Also ist für mich auch ganz wichtig. Ich kann auch mal aus dem Kalten starten, aber ich fühle mich dann sehr unwohl. Dann brauchst du, weiß nicht, 20 Minuten oder so, bis ich wirklich da bin. Ich glaube, das ist bei uns auch dann nochmal der Unterschied, weil ich wieder eine tiefe Stimmlage bin. Also gerade als Bariton singe ich in der Höhe eigentlich immer so an meinem Limit, was generell geht. Also höher kann ich dann auch nicht. Während die hohen Stimmen, Sopran und so, die haben nach oben hin im Normalfall immer noch ein bisschen mehr Range, was sie eigentlich singen könnten. Also das ist einfach eine andere, weiß nicht, sagt man, Physiologie der Stimme. Die unterscheiden sich da halt und gerade in den Stücken von The Opera ist es so, dass die eigentlich fast alle Stücke, bis auf wenige Ausnahmen, sehr hoch geschrieben sind. Das heißt, da muss ich halt echt fit sein, dass das auch alles läuft.
so, weil ich halt immer wieder an die Grenze hochgehe. Und wenn ich da nicht warm bin, dann ist es sehr ungemütlich. Macht dann keinen Spaß. Wie interpretierst du den neuen Song inhaltlich? Was sagt er dir? Was willst du dem Publikum sagen? Also ich selbst sehe es als eine Art Liebesgeschichte während des Kriegs. Es gibt da den Soldaten, der an einem Abend, so male ich mir das Bild, dem an einem Abend plötzlich bewusst wird, es wird Krieg aufziehen. Er ist in einem Lager, der Partner oder die Partnerin ist im anderen Lager. Und er beginnt sich zu sorgen, was wird das mit uns machen, mit uns als Paar? Wie wird es in der Welt weitergehen? Natürlich auch Sorge, Angst vor dem Krieg generell. Und diese Liebesgeschichte, einerseits die Bindung, die drin steckt, andererseits weiß man, ich werde die andere oder den anderen vielleicht nicht wiedersehen. Das ist halt so diese Hauptthematik im Song. Das klingt nach hoher Emotionalität, die sich wahrscheinlich dann auch wunderbar im Gesang und in der Melodie ausdrückt. Genau. Also wir haben uns auch echt lange hingesetzt, auch mit der Melodie. Das machen Jasmin und ich dann immer zusammen. Also jeder Instrumentalist und wir Sänger, wir basteln dann eben an der Melodielinie. Und da haben wir uns halt auch viel Zeit gelassen, dass eben auch das Emotionale gut rauskommt und eben auch, dass Jasmin mit ihrer Stimme da gut aufgeht wieder in der Höhe. Und zeigt sich das auch im Cover? Kannst du das schon beschreiben? Wollt ihr das schon verraten, wie das Cover aussehen wird? Oder steht das vielleicht sogar schon fest? Tatsächlich haben wir jetzt das finale Design bekommen. Ich finde es super passend. Also ich bin nach wie vor total geflasht von dem Cover an sich. Ich weiß nicht, ob ich es näher beschreiben soll. Ich kann nur sagen, die Story wird in diesem einen Bild ziemlich gut wiedergegeben. Ich finde es auch sehr düster, sehr emotional. Und wir alle finden es so gut, dass wir jetzt auch das erste Mal gesagt haben, das Cover wird jetzt unser erstes Merch werden tatsächlich. Also von dem Cover wird es noch ein Shirt geben, entsprechend bearbeitet, dass es dann auch ein bisschen hübsch aussieht. Und also ich trage sonst eher nicht so viele Metal-Shirts. Dieses Shirt hat mich auf jeden Fall. Das wird getragen. Auf jeden Fall. Also sehr, sehr schön geworden. Und der Künstler, der das gemacht hat, echt beeindruckend.